Ich begrüße euch. Ich will hier die Arbeitsmappe erklären, die als zweites Video zur Playlist gehört, die ich hier angelegt habe, Fachvokabulare kuratieren. Warum es das gibt, das war Thema im ersten Video. Diese Arbeitsmappe könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr hier bei Download schaut. Hier, da kann man es hier oben auch komplett nochmal sehen. Da steht eben vorne die URL zu meiner Homepage und dann steht da Fachvokabular/ikk.xlsx. Wer das eingibt in seinem Browser, der wird dann anschließend im Download-Verzeichnis dieser Excel-Arbeitsmappe finden. Und das Video, was ich hier aufnehme, das steht dann als zweites in der Playlist. Ich beziehe mich hier auf ein Buch, aber bevor ich das Buch zeige, will ich kurz hier unten auf die Register eingehen. Diese Arbeitsmappe hier, die ihr da herunterladen könnt, hat 4 Tabellen oder 4 Register. Bei Info bin ich gerade drauf, dann gibt es hier noch Auditieren, Lernen und Referenzwortschatz. Das will ich jetzt hier kurz erklären. Wenn ich ein Buch habe als E-Book, das heißt, ich kann da den Text kopieren und analysieren, dann kann ich damit was machen. Hier habe ich das Buch vom Herd Verlag. Ich klicke einfach mal kurz darauf. Dann sieht man das, in diesem Fall als gedrucktes Buch, aber man kann das auch als E-Book bekommen. Und mit diesem Buch kann ich dann loslegen. Wenn ich das kopiert habe, was da drin steht, natürlich unter Beachtung der Urheberrecht, ich darf das nicht weitergeben, aber wenn ich es als E-Book habe, kann ich mir da Passagen übersetzen. Dann kann ich feststellen, wenn ich das also jetzt nicht selbst durchzählen will, macht Word das. Dieses Buch hat etwas über 30.000 Worte oder Zahlen und von diesen über 30.000 Worten oder Zahlen bleiben, wenn ich die Mehrfachnennungen dann ausschließe, noch 1079 übrig. Und diese 1079 Wortunikate, also jedes Wort taucht ja dann nur einmal auf in dieser Unikatliste, da kann ich dann hergehen und vergleiche das mit einem Referenzwortschatz. Da ich jetzt aus meiner Erfahrung her viele Migranten habe in meinen Kursen, weiß ich, dass man in Deutschland, um eine Ausbildung zu beginnen, mindestens das Sprachniveau B1 haben muss, was da im Referenzrahmen festgelegt ist. Also mittleres Sprachniveau B1 muss man haben, um hier überhaupt einen Ausbildungsvertrag für einen einfachen Beruf zu bekommen. Wenn ich denn den Abschluss habe, dann brauche ich mindestens B2 bei einfachen Berufen oder C1 oder C2, wenn es jetzt ein akademischer Beruf ist. Nehmen wir jetzt einfach mal das Sprachniveau B1 als gegeben an, dann gehört dazu eine Wortschatzliste. Die zeige ich hier auch mal kurz. Hier steht Goethe-Zertifikat B1, Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene und da unten steht Wortliste. Da steht dann noch viel mehr. In dieser Wortliste stehen natürlich Fallbeispiele. Ich habe jetzt mal nach unten geblättert und da bin ich jetzt auf die Seite 35 gekommen. Ist eigentlich egal, welche von diesen Seiten ich habe. Und da sehe ich hier in der linken Spalte, da stehen die Worte einzahlen, zahlt ein, zahlte ein, hat eingezahlt. Und dazu ist dann hier ein Fallbeispiel und das gibt es dann auch bei elegant. Ich finde, dein Kleid sehr elegant ist zum Beispiel das Fallbeispiel zu dem Wort elegant. Diese Wortliste hier, die habe ich zerlegt mit Hilfe eines Makros, was dann im Weiteren noch erklärt wird. Jedenfalls zerhackt kann man sich das vorstellen. Lauter einzelne Worte. Zunächst ist die Abfolge die gleiche, nur die stehen einfach hintereinander und Tab-Stops und Striche und Sonderzeichen sind alle entfernt, nur die Worte bleiben übrig. Und dann wird diese Wortliste sortiert und nach dem Sortieren bleibt von der Mehrfachnennung nur noch eines übrig und das ist, wo ich jetzt weiter erkläre. Bei diesem Goethe-Wortschatz habe ich hier bei dem Sprachniveau 6.943 verschiedene Worte in der Liste. Die sind natürlich dann auch drin enthalten. Also ich habe das hier jetzt mit sich selbst verglichen. Deshalb kommt natürlich 100% raus und 0% unbekannt. Das habe ich einfach nur gemacht, um zu zeigen, wenn ich also hier
ein Buch nehme, was genau dem entspricht, dann kenne ich davon 100%. Jetzt kommt aber dieses Buch, was ich hier als Fallbeispiel nehme, dieses vom Herd Verlag, wo ich gerade draufklicke. Das kann man für 19,15 € als gedrucktes Buch erwerben, ist aber ungeschickt, sondern ich habe das als E-Book erworben. Und das kann ich mir dann also von Word weiterverarbeiten lassen. Word hat gezählt, dass da über 30.000 Worte drin stehen, aber eben nur 1079 Wortunikate. Und wenn ich das dann vergleiche mit dem, was darunter steht, was ist da von den 1079 schon enthalten? Da sind 700 schon hier in dieser B1 Wortliste enthalten und 379 sind da neu. Das heißt, die müsste ich neu lernen, wenn ich nur diese B1 Wortliste beherrsche. Das ist dann hier hinten nochmal prozentual aufgeschlüsselt. 65% der Wortunikate kenne ich schon, wenn ich vorher dieses B1-Zertifikat mit 100% Prüfungsergebnis erworben habe, und 35% muss ich also dann neu lernen. So, jetzt habe ich also den Übersichtsteil hier abgeschlossen auf dem Blatt Info. Man kann sich da noch ein bisschen schlau machen lassen, dafür gibt es ja die Links und auch den Link zu meinem Profil, wenn man über mich was wissen will, oder über die Lizenzbedingungen, falls Sie diese Arbeitsmappe weitergeben, kann man sich das hier anschauen. Da ist also hier eine entsprechende Lizenz angegeben. Will ich also jetzt nicht erklären, sondern jetzt kommt es darauf an, dass wir hier unten die 3 Blätter oder die 3 Tabellen, die hier in der Arbeitsmappe sind, dass wir die verstehen. Ich fange hier mit dem Referenzwortschatz an. Da habe ich ja schon gesagt, der basiert eben auf der Wortliste zum B1-Zertifikat. Wenn man hier nach unten geht, dann sieht man, hier unten steht 6.946, also 6.943 verschiedene Worte sind es, aber wir haben ja oben drüber die ersten 3 Zeilen, wo also nicht die Worte drin stehen, sondern Überschriften. Und deshalb sehen wir hier, alles aus dieser Goethe-Liste ist enthalten. Und dann habe ich hier jetzt in der Spalte A diese einzelnen Worte. Das, was daneben steht in den Spalten B bis I, das ist, was von mir dazugefügt wurde. Die Spalte B will ich jetzt noch nicht groß erklären, da steht Flag, das heißt, da kann man eine Auszeichnung reinstellen, also eine Zahl oder einen Buchstaben, um hinterher diese Liste schnell zu sortieren. Das wird dann noch später mal erklärt. Dann habe ich hier die Spalte C, wo hier eine komplizierte Formel steht, die aber hier, weil immer wahr rauskommt, eigentlich noch keinen Sinn macht. Ich vergleiche hier ein Wort mit einem Wort in einer anderen Liste, und wenn ich die Liste mit sich selbst vergleiche, das ist so wie bei Zahlen, die kann ich durch sich selbst teilen oder durch 1 teilen. Das ist also ziemlich müßig, aber man kann es trotzdem theoretisch machen. So, das ist also hier in der Spalte C jetzt noch nicht wichtig. Das macht erst Sinn, wenn ich hier bei Auditieren oder Lernen auf diese Spalte C eingehe. Was interessant ist, ist die Spalte D. Die Spalte D, wo hier schwarz ist, die sagt mir, wenn ich jetzt direkt draufklicke, was bedeutet dieses Wort hier in Englisch. Ich könnte noch 27 andere Sprachen, wenn ich DeepL nehme, da übersetzen lassen. Ich habe hier Englisch genommen, weil die meisten kennen das. Genauso ist es hier, wenn ich auf Abbildung gehe, da weiß ich schon, wenn ich hier auf Abbildung gehe, müsste hier im Schwarzen, müsste dann Image oder Picture oder sowas Ähnliches stehen, und ich klicke mal darauf. In dem Moment, wo ich darauf klicke, sehe ich hier nichts, weil schwarze Schrift auf schwarzem Grund ist nicht so auffällig. Aber hier oben in der Bearbeitenzeile steht Picture, genauso wie Abend, ne, steht da Evening oder Abendzeitung, ne, da steht dann Evening Paper. Also wir können hier gucken, weiß ich hier in meiner Sprache, beispielsweise wenn ich Deutsch als Fremdsprache spreche und Englisch als Muttersprache, weiß ich hier, was es in meiner Sprache bedeutet, wenn ich hier dieses deutsche Wort in der Spalte A lese. Dazu gibt es also diese Spalte D wie DeepL. Könnte man aber auch von einem anderen Übersetzer sich was reinschreiben lassen, um das dann hinterher vergleichen zu können, ob man das Wort schon beherrscht.
Neben der Spalte D, da wird es dann interessanter, da kommt ein Wörterbuch. Hier oben steht was von Wiktionary. Das ist also auch der Anfang des Links, der hier unten automatisch dann über eine Formel verbunden wird. Wie das geschieht, kommt später. Ich will jetzt hier mal auf das Wort Abbildung gehen, was ich ja eben schon mal erwähnt habe. Da klicke ich darauf und in dem Moment wird hier automatisch der Hyperlink, der da automatisch von der Arbeitsmappe erstellt wurde, der wird ausgewählt, steht Abbildung im Wiktionary. Und da kann man sich dann die Worttrennung anschauen, die Aussprache kann man sich auch vorsprechen lassen. Also ich selbst spreche es ja jetzt auch schon aus, Abbildung brauchen wir jetzt nicht, aber wer hier keinen hat, der das vorspricht, weil er Deutsch als Fremdsprache spricht, der klickt da einfach mal auf Abbildung und dann wird es vorgesprochen. Damit man sich was vorstellen kann, ist ja auch hier der erste Motorwagen von Benz zu sehen als Abbildung. Das ist also die bildliche Darstellung dieses Begriffes. Und dann stehen hier so Sachen wie Plural und Herkunft und Synonyme, Bild, Foto, Film und so weiter. Also alles, was hier nützlich ist, um das Wort Abbildung richtig einzuordnen, finden wir hier. Es könnte ja auch ein Wort geben, was hier im Wiktionary nicht drin steht. Bei Abenteuergeschichten wird es wahrscheinlich so sein, dass es das auch gibt. Da steht hier auch was. Ja, aber es gibt sicherlich Worte, vielleicht 1 oder 2%, die nicht im Wiktionary enthalten sind. Es könnte ja sein, es gibt ein Wort, was hier im Wiktionary noch nicht drin steht. Dann könnte ich sagen, okay, dann lässt es dir mal von DeepL übersetzen. Abenteuergeschichten zum Beispiel. DeepL ist künstliche Intelligenz. Der wird dann schon versuchen, da was zusammenzustellen. Und das ist hier bei den Abenteuergeschichten auch der Fall. Adventure Stories sind also 2 Worte. Bei der Alternative sogar 3, Stories of Adventure. So, das ist also hier die Option. Wenn ich jetzt hier nichts finde im Wiktionary oder damit nichts anfangen kann, dann lasse ich es mir eben in meine Sprache übersetzen. Wenn ich jetzt nicht Englisch spreche, sondern eine andere Sprache, beispielsweise Französisch, na, wo haben wir es denn hier? Da ist es. Na, dann kann ich mir Histoire d'Adventure oder so ähnlich, ja, hier unten auch die Alternativen. Also, es gibt hier bei DeepL die Möglichkeit, 28 Sprachen auszuwählen oder unter 28 Sprachen auszuwählen. Und man kann dann auch die ganze Spalte, die hier schwarz ist, entsprechend in Italienisch, Türkisch oder Tschechisch oder sonst was sich übersetzen lassen, damit ich das dann in meiner Muttersprache überprüfen kann. Also wer DeepL die Professional-Version hat, der kann das gleich mit dem ganzen Wortschatz mit 10.000 Worten machen. Wer aber nur die kostenlose Version hat, der muss immer nur auf ein paar hundert Worte sich beschränken. So, dann haben wir hier erklärt, wozu also die Spalte, wo DeepL oben drüber steht, gedacht ist. Im Augenblick die englische Übersetzung, aber es geht auch noch in andere Sprachen. Wenn mir das immer noch nicht reicht, dann könnte ich sagen, okay, dann such mal danach mit Hilfe einer Suchmaschine. Gibt es ja Bing, DuckDuckGo und Google. Ich habe die hier alphabetisch geordnet, deshalb steht hier Bing als erstes. Und wenn ich da auf Abenteuergeschichten gehe, dann finde ich hier bei Bing einige Sachen, zum Teil auch Werbung oben drüber. Und ja, Werbung ist eigentlich jede Menge dabei, weil kann ja sein, ne, dass da jemand kauft, ne, und da finanzieren sich ja die Suchmaschinen von, dass sie hier Werbung verkaufen. So, bei Bing habe ich sicherlich andere Werbung als bei DuckDuckGo. Da sehen wir hier auch, da steht hier sogar Kindpatenschaften, also ist wohl auch Wohltätiges dabei. Aber kurze Abenteuergeschichten für kostenlos habe ich dabei oder 366 Geschichten für ein ganzes Jahr. Also da ist das Schaltjahr mit berücksichtigt. Normalerweise sind die Jahre ja einen Tag kürzer. Und das gibt es dann natürlich auch in ähnlicher Form bei Google. Da können wir aber dann später eingehen. Also dieses Blatt Referenzwortschatz, das enthält die Worte, die als bekannt vorausgesetzt werden, weil sie in diesem Fall also im B1-Level des gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für die Sprachen enthalten sind. Und das ist das, wo ich mich dann hinterher drauf beziehe, wenn es neue Worte zu lernen gibt. Ich habe es ja schon gesagt, 6.943 Worte stehen also hier auf dem Blatt Referenzwortschatz und die zu prüfende Fachliteratur, die wird damit verglichen. Teil der Fachliteratur ist eben schon enthalten, ein Teil ist neu
Und da kommen wir jetzt auf das Blatt Lernen. Da habe ich jetzt noch nichts eingetragen, dass nur oben ein Wort steht da, ab, ne, damit ich also hier die Formeln schon mal habe, weil die Formeln hier, die kann man dann einfach nach unten kopieren. Ne, wenn ich also jetzt hier sage, ich brauche jetzt noch für 3 Worte die Formel oder für 300 oder für 3000, dann kann ich diese Formel einfach nach unten kopieren, hier mit dem Ausfüllkästchen. Und dann kann ich mir hier Worte eintragen, die ich jetzt noch lernen will. Beispielsweise statt ab könnte ich auch hinschreiben Abitur. Ja, und dann sehe ich hier sofort eine entsprechende Erklärung. Abitur gibt es schon im Referenzwortschatz. Ja, oder wenn ich da aber Abi-Fete reinschreibe, Abi-Fete, das ist ja Umgangswortschatz. Zu Abi-Fete, da steht hier noch nichts im Referenzwortschatz, im Wiktionary wahrscheinlich auch nicht. Na, kann ich also jetzt hier versuchen, ein neues Wort zu erklären. Bei DeepL wird es wahrscheinlich auch nicht drin stehen oder Merkwürdiges, weil der Sinn noch nicht verstanden wurde. Da gibt es auch manchmal bei der künstlichen Intelligenz noch nichts Gescheites. Aber wenn ich jetzt hier bei Bing nachschaue, da könnte es sicherlich schon was geben. Abi-Feier gratis, aber wenn man hier nach unten rollt, Abi-Feten, Gymnasium Raden, Startseite, ja, da findet man also irgendwas. So, da ist also hier Veranstaltungsplaner. Ne? Man kann also schon erkennen, es geht da um Feiern. So, das ist also hier der Grund, warum hier solche Erklärungen auch über die Suchmaschinen möglich sind. Ich will jetzt mal natürlich noch ein sinnvolles Beispiel unterbringen. Beispielsweise Berufsqualifikation. Ne? Das taucht da in dem Buch irgendwo auf. Ich kann das natürlich aus dem Referenzwortschatz bzw. aus dem Buch kopieren. Berufsqualifikation. So, jetzt habe ich da drauf auf die Enter-Taste gedrückt und schon sehen wir, steht hier Wiktionary. Da steht hier eben auch noch nichts drin. Ne? Berufsausübung und Tätigkeitsmerkmal ist da schon irgendwie mit verknüpft. Aber wenn ich jetzt auf DeepL gehe, Berufsqualifikation, da hat die künstliche Intelligenz schon was gefunden. Professional Qualification oder Vocational Qualifications oder Professional Qualifications. Also ich kann hier, wenn ich das in meiner Muttersprache dann mal sehen will, könnte ja auch eine andere sein, Estnisch zum Beispiel, ne, dann sieht man hier, da steht also jetzt was drin, Qualifikation, ne, das hört sich also schon an, als ob da das Estnische was übernommen hätte, aus einer Anleihe aus einer anderen Sprache. So, wir haben also hier jetzt auch die Möglichkeit, mal bei Google nachzuschauen. Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation wird hier vorgeschlagen in der Wikipedia von Google. Das hört sich also schon sehr gut an. Und das ist also eine Hilfestellung, die hier, ohne dass ich da was zutun muss, über den Hyperlink angeboten wird. Ich kann, wenn ich hier vorne noch nicht ausreichend erkenne, dass ich das Wort richtig zuordnen kann, da kann ich also überlegen, Wiktionary oder DeepL oder eben eine der Suchmaschinen, um mir da nähere Details zu ergründen. So, dazu das Blatt Lernen. Da kann ich also selber reinschreiben, was ich lernen möchte an Fachbegriffen. Und die werden dann also in gleicher Weise, wie das hier beim Referenzwortschatz ist, entsprechend verlinkt. Im Blatt Auditieren finde ich die Worte, die in dem Fachbuch enthalten sind. Ich habe ja schon gesagt, das sind hier in der Spalte A 1079 bei der interkulturellen Kompetenz. Wenn ich da nach unten gehe, dann sieht man, hier bin ich in der letzten Zeile, ist die Zeile 1082. Das heißt, ich habe hier oben 3 Zeilen Überschrift darüber, also genau diese 1079 Unikate habe ich hier. Und diese Unikate, die sind entweder schon im Referenzwortschatz enthalten, auf der Seite hier unten Referenzwortschatz, dann steht hier in der Spalte C wahr, oder sie sind eben nicht enthalten, das sind neue Worte. Wenn ich jetzt nur die Worte
aus dem B1-Level kenne, weil ich Zuwanderer bin, also Deutsch als Fremdsprache spreche, dann müsste ich die gesamten gelb hinterlegten Worte lernen. Die weißen könnte ich ja schon, wenn ich alles behalten habe. Ich kann mir dann eher in der Spalte B eine entsprechende Markierung setzen, eine Zahl oder ein Buchstabe, damit ich hinterher diese Worte, die ich markiert habe zum Lernen, schnell zusammenstellen kann mit einem Filter. Da oben ist ja dann auch so ein kleines Dreieck. Wenn ich also hier jetzt beispielsweise ein L hinschreibe und hier auch ein L und gehe ich mal noch ein bisschen weiter runter, da steht irgendwo angeboren, da steht angeboren, da schreibe ich dann auch mal ein L hin. Dann kann ich also hinterher ganz schnell diese Worte, die ich lernen will, raussuchen, wenn ich jetzt hier nur noch das L stehen lasse. Da sehen wir die 3, wo ich ein L reingeschrieben habe, die stehen jetzt noch in der Liste. Da kann ich also noch viele andere Buchstaben reinschreiben, um dieses zu Auditierende irgendwie nach eigenen Wünschen zu kategorisieren. Ich kann diese Worte natürlich dann auch kopieren. Hier, Abbildung, Abgebildete kann ich kopieren und kann die dann hier bei Lernen unterbringen. Wenn ich hier jetzt einfach hingehe und wähle Einfügen, dann haben wir also hier Abbildungen, abgebildet und angeboren. Aufbau ist hier absolut der gleiche. Das Einzige, was noch nicht passiert ist, dass hier bei DeepL in das Schwarze die entsprechende Übersetzung eingetragen wurde. Das muss ich also noch manuell machen. So, gehen wir wieder zurück zum Auditieren. Also ich habe jetzt erklärt, wozu diese Spalte gut ist. Ich kann das Filter auch wieder rausnehmen, wenn ich hier alles auswähle, dann habe ich wieder alles. So, die Spalte C, die hat hier eben nur den Hinweis, ist also falsch, wenn es nicht in der Referenzliste enthalten ist, und wahr ist es enthalten. Das Merkmal ist deshalb wichtig, weil damit der Rest der Zeile, also was rechts daneben steht und gelb hinterlegt ist, eingefärbt wird. Deshalb, wer also das verstehen will, was ich hier mache, der kann sich hier natürlich die Formel anschauen, die hier steht, und kann sehen, ob er damit klarkommt. Wenn nicht, es gibt ja noch ein paar weitere Videos hier in der Playlist, da erkläre ich dann die Formeln. Das ist nicht Gegenstand von diesem Video. Wir nehmen hier einfach an, die Formeln sind richtig. Die gleichen Formeln, die setze ich auch in den anderen Fallbeispielen ein. Das will ich jetzt auch mal zeigen. Ich gehe nochmal auf das Blatt Info. Da sehen wir hier, das hier war ja die Vokabelliste zum Thema interkulturelle Kompetenz. Ich habe aber noch 2 andere Fallbeispiele, die ich hier kurz erklären möchte. Deshalb wechsle ich hier jetzt mal die Arbeitsmappe. Das ist hier das Fallbeispiel Datenschutz und Sicherheit. Schauen wir uns an. Hier bin ich jetzt auch auf dem Auditieren-Blatt. Da sehen wir, da gibt es hier schon sehr viele Worte, wo nicht in der Referenzliste gefunden wird. Nur die paar weißen, die sind schon bekannt. Aber es gibt natürlich hier auch Stellen, wo mehr Bekanntheit vorliegt. Hier unten zum Beispiel bei alle, allein, allem, allerdings und so weiter. So, schauen wir uns mal an, was ist denn hier auf dem Infoblatt zu sehen. Das ist also hier das Fallbeispiel zum Datenschutz und zur Datensicherheit. Können Sie sich auch runterladen. Gleiche URL, nur am Ende steht hier dss.xlsx, also dann können Sie genau dieses Beispiel runterladen. Playlist, wo das integriert ist, ist die gleiche. Aber das, was ich hier zeigen will, das ist hier unten diese Liste. Hier geht es jetzt um Datenschutz und Sicherheit. Quelle ist ja auch angegeben. Und wir sehen, hier ist also ein großer Teil der Worte unbekannt. Ich habe insgesamt 4.447 Wortunikate und davon sind 1.428 im Referenzwortschatz enthalten. Also der Anteil ist viel geringer als bei der interkulturellen Kompetenz. Und hier haben wir dann auch die prozentuale Darstellung. Überhaupt ist bei diesen Themen hier zum Thema Computerführerschein, da sind 7 Module, da ist der Anteil der nicht bekannten Worte zwischen 60 oder 62 und 70%. Das sehen wir hier, also relativ hoch, weil viel Fachvokabular verwendet wird.
Und das kann man dann also auch hier sehen. Wenn man hier dieses Beispiel hier nochmal kurz anschaut, ich gehe also jetzt hier zum Auditieren, und da sehen wir, gibt es also hier viele Stellen, die ich hier noch lernen muss. Umgehen kann ich damit genau wie eben. Ich kann also auch hier in die Spalte Flag Marken reinschreiben, um dann hinterher die Worte schnell auswählen zu können, die ich hier auf das Blatt Lernen übertrage. So, ich will mit diesem Beispiel aber auch noch mehr zeigen. Ich kann mit diesen verschiedenen Modulen hier, kann ich also Wortlisten extrahieren, die ich auch hinterher zusammenfassen kann. Und das ist dann also auch hier geschehen. Ich habe hier, wenn ich diese Worte zusammenfasse, hier steht es ja, und bildet beispielsweise mal die Summe, dann sehen wir, das wären, wenn ich die einfach addiere, wären das 27.793 Unikate. Aber wie zu erwarten, stehen natürlich viele dieser neu zu lernenden Worte in mehreren dieser Fachbücher drin. Und deshalb sind es etwa 15.000 Unikate weniger, wenn ich die zusammenfasse in einer Liste, als die einzelnen Summen hergeben. Genauso ist es hier bei den Worten, die im Referenzwortschatz enthalten sind. Da habe ich hier 9.191. Wenn ich einfach die Summen bilde für diese 7 Module, wenn ich aber das zusammenfasse, dann wären da nur 2.451 neu zu lernen. Entsprechendes haben wir also hier bei denen, die nicht im Referenzwortschatz enthalten sind. Da wären das bei der einfachen Summenbildung wären das 18.602, aber weil sich das ja überschneidet, bleiben 10.376 übrig. So, das hier mit der Summenbildung mache ich jetzt mal wieder weg, damit ich da nicht versehentlich speichere. Wenn die Kursteilnehmer die Module absolviert haben, erfolgreich absolviert haben und sagen, ja, wir haben jetzt diesen Wortschatz verstanden, dann kann man diese Worte, die hier zusammengefasst werden, zu einer neuen Wortliste, die kann man kombinieren mit dem bisherigen Referenzwortschatz und dann bei neuen Modulen zum Thema Datenverarbeitung kann man dann einsetzen. Das will ich jetzt mal zeigen. Ich habe dazu schon eine Arbeitsmappe soweit vorbereitet, wie gezeigt. Es geht hier um Microsoft Teams. Das ist also das Modul, wo man unter anderem eben auch Videokonferenzen mitmachen kann. Da gibt es eine Kursunterlage, die ist hier unten gelb hinterlegt, markiert. Kann man mal draufklicken, damit man sieht, wo man die beziehen kann, vom Herd Verlag. Und die gibt es auch als E-Book, kostet dann so für die Kursleiter wie mich so 6 bis 8 Euro. Und da kann man dann den Wortschatz extrahieren. Das habe ich also hier getan. Ich habe das hier bei Auditieren abgelegt. Ja, das ist also hier der Wortschatz zum Thema Teams. Sind, wenn ich mal nach unten gehe, 2379 Worte. Das ist also ein nicht ganz so dickes Buch wie bisher. Von diesen 2377 Worten, da sind, wenn ich jetzt mal hier bei Info schaue, 2376 Worte, da sind 1808, die sind hier schon im Referenzwortschatz enthalten. Wenn ich das, was ich vorher bei den Computerführerscheinmodulen gelernt habe und das, was hier vom Goethe-Institut als B1-Wortliste kam, wenn ich das zusammenfasse, dann habe ich in diesen beiden Wortlisten 17.321 Worte drin. Wenn ich das also zusammenfasse, hier darf man auch nicht die Summe bilden, das wären ja fast 20.000 Worte, sondern man bildet also die Schnittmenge. Das heißt also, es werden also die Worte aus den IT-Modulen entnommen, die also nicht hier in dieser Referenzliste enthalten sind. Und
natürlich die Referenzliste, die ich bisher verwendet habe vom Goethe-Institut. Wenn ich die beiden zusammenfasse, ist das also nicht die Summe, sondern 17.321 Unikate kommen in beiden dann gemeinsam vor. So, das ist also dann hier unten meine neue Referenzliste. Nicht mehr knapp 7.000 Worte, sondern mehr als 10.000 sind hinzugekommen, dadurch, dass ich das zusammengeführt habe. Wenn ich dann diese 17.321 Unikate als bekannt voraussetze und vergleiche das dann mit dem Wortschatz aus dem Teams-Buch, dann habe ich hier 1808 oder umgerechnet 76,1%. Die sind schon in der neuen Referenzliste, die habe ich dann Referenzliste 2 genannt, enthalten. 568 Worte müsste ich dann noch lernen. Wenn ich das dann also wieder prozentual darstelle, dann sind also mehr als 3/4 der Worte schon bekannt aus diesem neuen Buch zu Teams und 23,9% muss ich also dann noch lernen. Wenn ich jetzt nicht diese Worte vorausgesetzt hätte aus den Kursmodulen zum Computerführerschein, dann sähe es anders aus. Dann wären von den 2376 nur 933 bekannt gewesen und 1443 hätte ich lernen müssen. Und dann haben wir hier unten auch die entsprechende prozentuale Verteilung. Wir sehen also, je mehr Fachbücher man gelesen hat, je besser sieht es aus, wenn es ums Lernen neuer Worte geht. Es werden also immer weniger, weil die Lücken schließen sich dann immer schneller. Wenn ich das denn hier bei der Liste betrachte, die ich hier zu auditieren habe, da sind es also hier noch so ein paar gelbe, die zu lernen sind. Das sah also vorher anders aus. So, jetzt habe ich also gezeigt, wozu diese Fallbeispiele hier geeignet sind. Man kann sehen, wenn man hier weitere Fachbücher zusammenfasst bezüglich der Unikate, dass es also immer besser wird, was also die unbekannten Worte betrifft. So viel zu meinen Fallbeispielen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.